Viele Menschen, wenn nicht fast alle in unserer Gesellschaft, begegnen täglich der Frage, wie viel Alleinsein tut mir gut, wie viel Gemeinschaft tut mir gut. Wir haben es mit Gefühlen von Einsamkeit zu tun, aber diese Einsamkeit zeigt sich nicht nur, wenn wir allein sind, sie zeigt sich auch als ein Gefühl von Einsamkeit, Alleinsein mitten in Gruppen. Es zeigt sich auch, dass mehr Gruppen zu viel sind. Ich komme da an meine Grenzen. Und ich möchte in diesem Bereich mit euch unterwegs sein. Jetzt für diese kleine Aufnahme. Und während ich so spreche, ist ein Zitat von Gampopa aus dem 12. Jahrhundert in meinem Hinterkopf, der so ungefähr sagte, dass ein eine erfahrene Praktizierende darauf achtet, genauso glücklich zu sein in Gemeinschaft wie alleine. So dass wir uns unabhängig machen davon, ob wir denn nun gerade mit anderen zusammen sind oder nicht. Das wäre so das Ziel. Aber Zielvorstellungen haben wir ja genug im Leben. Für die meisten ist die Herausforderung gar nicht so sehr tagsüber, sondern wenn die Aktivität des Tages zu einem Ende kommt, was ich dann mit der verbleibenden Zeit mache. Und das hat was mit Entspannung zu tun. Ich suche nach Entspannung, ich suche nach der abendlichen Praxis. Wie kann ich die Zeit eigentlich gut nutzen? Und das Thema ist verknüpft mit Meditation, weil wir abends manchmal Mühe haben, den Weg nochmal in die Meditation zu finden, weil wir eigentlich sind andere Bedürfnisse in uns wach. So wie mir selber etwas Gutes tun möchten. Und dann landen halt doch viele in Filmen, die sie schauen, sind allein oder gemeinsam allein unterwegs. Für mich war es eine Entdeckung, dass das Einsamkeitsgefühl, genauso wie auch das Gefühl von Langeweile, tatsächlich nicht bleibt, sobald ich mir die Zeit nehme, mitten hinein mich zu öffnen. Und damit meine ich, dass ich jetzt klassische Situation abends, nach einem vollen Tag zurückkomme in mein Zimmer, in meine Wohnung, dass ich mir dann die Zeit nehme zu spüren und nicht direkt nach dem Essen und Trinken direkt schon irgendein Medium wieder anstelle, den Computer und, sondern mir Zeit nehme, mich hinzusetzen, mich anzulehnen, mich in meinen Relaxes auf mein Sofa zu setzen und Zeit nehme, bei mir anzukommen. Dieses Gefühl von Einsamkeit stellt sich immer dann ein, wenn ich nicht entspannt und offen im Jetzt sein kann. Das ist eine Behauptung, die ich aus der Erfahrung heraus treffe. Ihr könnt die mal überprüfen. Stimmt es für dich, der du jetzt gerade zuschaust, stimmt es für dich, dass sich dein Gefühl von Einsamkeit ebenfalls auflöst, wenn du dich in einer angenehmen Sitzhaltung entspannst, ohne einzuschlafen, wenn du ruhig atmest, wenn du im Sein ankommst, gibt es dann noch Einsamkeit. Versuch das mal herauszufinden. Für mich ist es zu einer so überzeugenden Erfahrung gekommen, dass ich weiß, dass es nur an mir liegt, ob ich diesen Weg gehe oder nicht. Er funktioniert jedes Mal, wenn ich ihn gehe. Jedes Mal, wenn ich dem Drang, jetzt noch dieses und jenes machen zu wollen, sehen zu wollen, telefonieren zu wollen,
all die möglichen Ablenkungen, die ich habe, wenn ich all diesen Ablenkungen mal sozusagen die Stirn biete und sage, nein, ich gebe jetzt in keine Richtung nach, ich bleibe jetzt einfach mal da, wo ich sitze und atme und fühle und spüre auch das Gefühl von dieser inneren Unruhe, die mit dem Gefühl einhergeht, dass ich doch eigentlich jetzt etwas brauche, etwas anderes brauche. Und siehe da, wenn ich das 10, 15, maximal 20 Minuten durchhalte, das heißt aber auch, dass ich dabei immer entspannter werde, dann ist das Gefühl von Einsamkeit vorbei. Und da ist dann dieses Wortspiel, berühmte Alleinsein, dann ist das Alleinsein immer mehr eine Erfahrung von Verbundensein. Es ist also kein Gefühl von Getrenntheit mehr. Dieses Gefühl von Getrenntheit, was hinter dem Gefühl von Einsamkeit steckt, das wird erzeugt durch einen suchenden Geist. Durch ein Suchen nach etwas, was mich, dieses Ich, was alles meistern muss, wie hineinholt in eine Erfahrung des Miteinanders, des Zusammenseins und mir sozusagen Erleichterung verschafft für dieses schmerzhafte Gefühl des Getrenntseins. Also das wäre der eine Weg für Menschen mit dem Gefühl von Einsamkeit, Getrenntsein umzugehen, wenn wir gerade allein sind. Jetzt gibt es dieses Gefühl aber auch im Zusammensein. Wir können, also viele Menschen haben das schon gesagt, so, ich fühle mich nie mehr allein, als wenn ich unter Menschen bin. Ne? So ein klassischer Ausspruch. Und es ist extrem schmerzhaft, sich auf einem Fest, einer Party, einer Feier so allein zu fühlen, dass man es vorziehen würde, eigentlich lieber richtig allein zu sein. Und da, klar, können wir auch denselben Weg dieser inneren Entspannung gehen und uns eine Ecke suchen und das genau dort praktizieren. Aber die Praxis, sich darin, also in Gemeinschaft zu verbinden, ist eine andere. Wir können, statt so in den inneren Raum zu entspannen, können wir tatsächlich, ohne irgendwie unbedingt aktiv zu sein, können wir versuchen, die Schwingung im Raum zu spüren. Wir können versuchen zu erahnen, was in unserem Gegenüber oder in der Gruppe, die mit uns am Tisch sitzt, was in den Einzelnen so hinter dem, was sie sagen, was da so mitschwingt, was da wohl für Gefühle aktiv sind. Das heißt, wir verbinden uns aktiv und nutzen unsere Antennen. Wir nutzen die Antennen, die uns ermöglichen, uns hineinfühlen zu können, also zumindest ahnen zu können, was bei wem so alles mitschwingt. Und sobald wir damit anfangen, da beginnt dieses Sein mit anderen sehr reich zu werden und wir können uns ruhig lange Zeiten des Schweigens erlauben. Irgendwann kommt aus unserer Resonanz, die ja sehr stark ist, kommt irgendein Gesprächsbeitrag, kommt irgendetwas in der Situation, was sich für uns und dann aber auch für andere stimmig anfühlt. Darauf können wir vertrauen, denn das ist so in der Natur der Dinge, dass jemand, der oder die mitschwingt, tatsächlich dann auch aus dieser Resonanz heraus handeln wird. Das heißt, wir machen in so einer Situation wir machen nicht das Übliche, dass wir meinen, wir müssten jetzt noch einen besonders witzigen Beitrag geben oder irgendwie was erzählen von dem, was wir gehört und gelesen haben, über die Nachrichten und die Politik und den Sport und sonst was diskutieren. Das alles können wir sein lassen. Wir
gehen in eine Form von Dharma-Praxis im Zusammensein mit anderen. Und wenn wir dann im Gespräch aktiv sein wollen, hat es sich bewährt, dass wir Fragen mitschwingen lassen, dass wir die Dinge etwas offener formulieren, sodass die anderen sich eingeladen fühlen, sodass wir nicht einfach nur Statements und Witze abliefern, sondern so etwas Öffnendes, Interessiertes reinbringen. Und die Kunst, unserem Gegenüber oder dem Menschen, der neben uns sitzt, Fragen zu stellen, wird entscheidend dazu beitragen, dass es tatsächlich auch zu einem echten Austausch kommt. Nicht zu einem Abtausch von Meinungen und Anschauungen und so weiter, sondern zu einem Miteinander, sodass wir uns im Gespräch beginnen zu verweben und tatsächlich sich so ein Gespräch entfaltet, ein Weg sich entfaltet. Das ist dann dieselbe Kunst in der Kommunikation. Und jetzt, wo ich so spreche, möchte ich euch noch einen dritten Aspekt erwähnen, und zwar, wenn wir mal am Krankenbett bei jemandem sitzen oder vielleicht auch am Sterbebett und dieser Mensch, der scheint schon ganz weit weg zu sein. Es kann sogar sein, dass so jemand im Koma liegt oder im Schlaf. Dann gibt es eine Praxis, der Buddha nannte das auf den Atem außen meditieren. Damit meinte er, dass wir nicht auf den eigenen Atem meditieren, sondern auf den Atem der anderen Person. Ich habe das mit Koma-Patienten hin und wieder praktiziert, wenn ich dann mal dazu gerufen wurde oder damals als Student dabei war. Und das ist etwas, was ich gerne tue, wenn es am Krankenbett lange Schweigepausen gibt, dass ich mich verbinde mit dem Atem der anderen Person und beginne so zu atmen, zumindest meine Einfühlungsvermögen so einzustellen, als würde ich so atmen wie die andere Person. Und dieses Mitatmen, Mitfühlen im Atemrhythmus der anderen Person führt, wenn wir das ein paar wenige Minuten gemacht haben, führt zu einem Gefühl von Verbundensein und auch zu Ahnungen, die zu einer ganz lebendigen Erfahrung beitragen. Eine Erfahrung, wo es dann sogar passieren kann, dass ein Koma-Patient beginnt sich zu bewegen oder sich dessen Atmung ändert. Wir schwingen uns tatsächlich immer mehr ein und es beginnen sich subtilere Bereiche des Verstehens aufzutun in unserem eigenen Geist. Und tatsächlich kommen wir auch dadurch aus diesem Gefühl des Getrenntseins heraus. Also auch das ist wieder eine Brücke. Und vielleicht als letztes möchte ich noch ansprechen, das ist der Übergang von in Gemeinschaft sein zum Alleinsein und von Alleinsein in Gemeinschaft, dass der einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf. Dass wir uns bewusst sind, dass jedes Mal, wenn wir so einen Übergang vollziehen, gerade eben noch im Gespräch, da war ich oben im Büro mit dem Kreis der Mitarbeitenden, dann bin ich in meinem eigenen Zimmer und bin allein. Und dieser Übergang aus dem Miteinander und Austausch in das für mich Sein, Alleinsein, der braucht immer eine Umstellung. Wir sind anders unterwegs und es geht darum, bei jedem Wechsel auch umgekehrt, kommt zum Beispiel jemand in das Zimmer rein, wo ich gerade wunderbar allein bin, auch da braucht es genau wieder diese Umstellung, dieses tiefe Ja, tief Ja zu sagen, zu dem, wie es halt jetzt gerade ist. Jetzt zusammen, jetzt allein. Jetzt wieder zusammen, jetzt wieder allein. Diese Wechsel, dass wir
die mit einer solchen Flexibilität praktizieren, dass sie nicht mehr schmerzhaft für uns sind. Dass auch das Herausgerissenwerden aus dem schönen Alleinsein nicht ein Verzicht ist und schmerzhaft, sondern einfach eine neue Praxis. Und dann das Umgekehrte, wieder neue Praxis. Und wir wissen nie, wie es sein wird. Das Neue, das, was jetzt stattfindet in Gemeinschaft oder jetzt im Alleinsein, das kennen wir noch nicht wirklich. Damit wir darin wieder aufgehen können, braucht es ein tiefes Ja zu dem, was sich jetzt gerade neu zeigt. Und dieses tiefe Ja, das ist nicht so einfach. Viele von uns hängen noch an der Gemeinschaft, während sie schon ins Alleinsein zurückkatapultiert sind, oder sie hängen am Alleinsein. Wenn sie schon wieder in der Gemeinschaft sind, möchten in der Gemeinschaft eigentlich lieber für sich sein. Wenn sie für sich sind, möchten sie in Gemeinschaft. Das sind diese Ambivalenzen, das sind widerstrebende Gefühle, die es schwierig machen, die Situation, wie sie jetzt gerade ist, voll und ganz anzunehmen mit einem tiefen Ja. Und nur dieses tiefe Ja zur Gemeinschaft und zum Alleinsein bewirkt, dass wir uns in beiden Erfahrungen wohlfühlen. Und dass wir fließend zwischen diesen beiden Erfahrungen wechseln können. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Macht doch bitte die Probe, ob solch ein feinfühlendes Sein hilft, während ich allein bin, ob das aus der Einsamkeit rausführt. Bei mir ist es so das Gefühl, als würde ich mich durch wie so eine Schicht hindurch entspannen, eine aufgewühlte Schicht des eigentlich etwas haben wollens und dann merken so, je weiter ich entspanne, desto mehr komme ich dort an, wo eigentlich alles okay ist. Und das Gleiche dann in der Gemeinschaft, auch dort ein tiefes Ja dazu, jetzt in Gemeinschaft zu sein, die Entspannung für mich und die mitfühlenden Antennen für die anderen. Schaut doch mal, was das für euch bewirkt, und es könnte sein, dass, falls ihr das noch nicht kennt, dass ihr etwas entdeckt, was ihr euer ganzes Leben lang dann vermutlich praktizieren wird, weil es einfach sehr, sehr befriedend ist, befriedigend. Es führt zu einem tiefen Frieden in beiden Arten von Situationen.